Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Ingas Color Art. Meine Leinwand ist heute rechteckig und ich gestalte sie zunächst mit einer schwarzen Hintergrundfarbe. Allerdings habe ich mich für das nicht ganz schwarze Payne's Grey entschieden. Ich finde es ganz witzig, dass ich seit einiger Zeit meine Bilder mit Pinselschwüngen anfange und hatte mir tatsächlich überlegt, ob ich nicht das auch mal für ein Bild verwende. Solange wie die Farbe noch nass ist, ist es völlig egal, in welche Pinselrichtung ich sie auftrage. Da ich aber davon ausgehe, dass ich hinterher Teile des Schwarz bzw. Payne's Grey noch sichtbar haben werde, ziehe ich meine Pinselstriche zum Schluss dennoch in eine Richtung. Ich möchte heute auf dem rechteckigen Format mit einer feinen und weißen Strukturpaste arbeiten. Vielmehr ist es auch eine Spachtelmasse. Diese trage ich zunächst mit meinem Malmesser auf. Ich ziehe das Ganze einfach so ein bisschen in die Breite, verteile es, damit es nach Möglichkeit an jeder Stelle gleich viel Spachtelmasse ist. Ich habe schon länger nicht mit dieser Spachtelmasse gearbeitet und so ist es etwas hineinfühlen in das Material, gucken, wie es reagiert. Deshalb mache ich zunächst ein paar Striche, indem ich das ganze Messer senkrecht halte, merke dann, dass das nicht so den gewünschten Effekt hat und drehe das Messer dann und finde an und für sich die Struktur, die dann entsteht, recht witzig. So als würden da eine ganze Menge Leute stehen und ganz oben entsteht so ein Kopf. Da ich aber auch heute wieder abstrakt malen möchte, ist das jetzt prinzipiell keine Idee für dieses Bild. Ich fand es aber gut bei dem, was dabei entstanden ist. Dann habe ich gemerkt, dass das leicht rhythmisch-unrhythmische genau das ist, was ich gerne auf diesem Bild sehen möchte und habe dann weiterhin Linien gezogen, allerdings ein bisschen unordentlich, wenn man so will. Und danach habe ich dann auch erstmal die Leinwand gedreht, damit auch auf der Oberseite des Bildes entsprechende Strukturen entstehen. Und aus irgendeinem Grund war es mir noch wichtig, auch im unteren Teil des Bildes Spachtelmasse aufzutragen, allerdings mit einer etwas anderen Struktur, denn hier habe ich das Ganze nur mit meinem Malmesser verteilt und geguckt, dass ich da so ganz leichte Strukturen und Wellen hineinbekomme, die nicht besonders aufregend sind, weil ich den Fokus einfach auf dem oberen Teil des Bildes behalten wollte. Beim Auftragen der unteren Spachtelmasse ist mir davon ein Stück auf die noch freie Leinwand geraten und das arbeite ich jetzt aber auch mit in die obere Struktur ein. Damit ihr die beiden unterschiedlichen Strukturen einmal besser sehen könnt, gehe ich jetzt kurz mit der Kamera daran vorbei.
Danach habe ich das Bild ganz in Ruhe einen Tag lang trocknen lassen und habe dann wieder zu dem Payne's Grey gegriffen, weil meine Idee ist, dass diese weiße Spachtelmasse jetzt in das Schwarz eingearbeitet wird, um darauf auch noch etwas aufbauen zu können. Durch die vielen Vertiefungen muss ich ein paar Mal über diese Struktur gehen. Zum einen sieht man es, wird der erste Farbauftrag etwas heller grau. Wenn ich mehr Farbe nehme, wird es natürlich dunkler grau. Ich hätte aber gerne ein möglichst gleichförmiges Schwarz, also bin ich da insgesamt 3 bis 4 Mal über diese grobe Struktur gegangen. Auch das Ganze durfte wieder länger trocknen, bevor ich dann überlegt hatte, was ich mit der Struktur anstelle. Es hätte ja viele Möglichkeiten gegeben. Schwarz ist immer ein wunderbarer Kontrast und es hätte sich auch angeboten, hier mit völlig verschiedenen Acrylfarben diese Streifen, die ich da jetzt ausmale, zu gestalten. Aber irgendwie war mir nach Graphit. Das ist eine Metallic-Farbe, von der ich mir eben verspreche, dass sie zum Schwarz hin sich abgrenzt und auch ganz wunderbar ein bisschen Glanz in die doch eher dunklere Angelegenheit bringt. Ich möchte die Erhebung der Strukturpaste im Grunde genommen als schwarz stehen lassen. Deshalb greife ich dann zum Rundpinsel, weil ich damit einfach feiner arbeiten kann. Habt ihr vielleicht schon eine Idee, welche Farbe das sein könnte? Okay, hier in dieser Einstellung sieht man das natürlich viel besser, dass ich jetzt angefangen habe, mit einem ganz normalen Schwamm Perlblau aufzutragen. Und das mache ich so, dass ich meine untere Struktur mit hineinnehme, den Part dann bis zu der schwarzen Struktur auffülle, aber nur herangehe, aber nicht hinein. Und weil das Perlblau natürlich auch eine besondere Farbe und einen besonderen Glanz hat, werde ich das dann so wie in einer schwarzblauen Nacht etwas zurücknehmen, indem ich dann nochmal mit Payne's Grey arbeite. Ich hatte irgendwann gesehen, dass es Anlegemilch für Blattgold nicht nur in kleinen Gläschen gibt, sondern auch als Stift. Und genau diesen Stift konnte ich hier ganz gut gebrauchen und war vor allen Dingen auch sehr gespannt, wie gut oder wie schlecht sich das damit auftragen lässt. Und ich hatte so das Gefühl, man muss zwischendurch etwas mehr drücken, um etwas von dieser Anlegemilch nachzuschießen, und war mir auch nicht ganz sicher, ob das Ganze denn richtig funktionieren wird. Bei der normalen Anlegemilch bin ich mir ziemlich sicher, dass das so ist. Und hier bei diesem Bild werden wir das jetzt einmal gemeinsam herausfinden.
diese schwarz-blaue Blattgold-Version hatte ich schon mal in einem Bild ausprobiert. Ich habe das im Internet entdeckt und die Qualität, fand ich, war jetzt nicht so besonders hoch. Nachdem ich dann so die ersten 2, 3 Blattgoldblätter herausgenommen hatte, wurde es dann allerdings besser und die Blätter ließen sich dann sozusagen als Gesamtes auftragen. Und dann habe ich mit einem Katzenzungenpinsel nochmal das Blattgold, also das schwarze Blattgold, besser angedrückt, weil ich mir natürlich versprochen hatte, dass die Linien anschließend zu sehen sein werden. Was ich an dieser Version des Blattgoldes wirklich toll finde, ist, dass dieses changiert zwischen schwarz, dunklem Lila und nachtschwarzem Blau. Natürlich macht sich auch hier der Qualitätsunterschied bemerkbar. Dieses Blattgold lässt sich nicht so einfach runterreiben und was man hinterher auch in der Nahaufnahme sehen wird, es gerät mir etwas von dem Blattgold in die anderen Graphitstrukturen und verbleibt dort tatsächlich auch. Damit hatte ich nicht gerechnet. Ich habe das jetzt erstmal so gelassen, aber im Grunde genommen müsste ich noch einmal mit dem Rundpinsel diese Strukturen in Graphit nachgehen, damit diese Blattgoldteile dort nicht sichtbar sind. Danach musste ich erstmal meine Arbeitsplatte von diesen Blattgoldflocken und Krümeln befreien, denn sonst hätte ich den letzten Schritt einfach nicht ausführen können. Ich werde mich jetzt noch um den unteren Teil mit der anderen Struktur kümmern, sonst hätte ich ihn nicht abgrenzen müssen. Und damit ich das machen kann, klebe ich genau an der gleichen Stelle wieder mein Washi-Tape auf. Und ich hatte vor einiger Zeit in einem örtlichen Geschäft, was eigentlich ein super Geschäft für Deko, für Backwaren, für Porzellan, für Öle, für Gewürze ist. Und mitten in diesen wunderbaren Sachen tauchte auf einmal etwas zu malen auf. Es ist ein ganz fürchterliches Zeug. Man darf eigentlich nicht in der Nähe atmen, denn es wird mit Wasser angelöst und ich verteile es dann hier und im Grunde genommen sieht man, dass man nichts sieht. Wenn es gleich an die Detailaufnahme geht, werdet ihr aber sehen, was ich da aufgetragen habe. Als ich das Washi-Tape wieder abgezogen habe, fiel mir mit Schrecken ein, was machst du jetzt, wenn du das Blattgold mit abziehst? Und wie man sieht, sind ein paar Blattgoldstrukturen an dem Washi-Tape hängen geblieben, aber zum Glück ist alles soweit vorhanden. Dann werfen wir doch jetzt einmal einen ersten detaillierten Blick auf das kleine Kunstwerk, die Strukturen aus Spachtelmasse, das Payne's Grey im Hintergrund. Die Blattgoldstrukturen, den mit dem Schwamm gestalteten Hintergrund und das geheimnisvolle Malmittel, was als leichter Silberglitter aufgetrocknet ist. Manchmal überraschen mich Bilder, wenn sie dann an der Wand hängen und ein anderes Licht auf sie fällt. Wie detailliert sie sind, welche Wirkung sie haben. Und in diesem Fall würde ich mir tatsächlich wünschen, dass es sich dabei um ein viel größeres Bild handelt. Natürlich konnte ich es nicht lassen und musste einmal mit der Kamera an der unteren Glitzerstruktur vorbei. Und wie ihr seht, haben wir diesen Glitzer auch etwas oben an diesem Hintergrund aus Graphit. Das ist das, was ich meine. Man darf eigentlich in der Nähe keinen Luftzug haben oder ähnliches, weil sich der Glitter überall hin verteilt.
Ich bin von meiner grundsätzlichen Idee, die dieses Bild betrifft, echt begeistert. Ich habe so das Gefühl, da kann man auch noch viel mehr mitmachen. Aber für den Moment wünsche ich euch alles Gute, alles Liebe und wir sehen uns beim nächsten Mal.